Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Video von mir. Schon lange wollte ich ein gesundes Römertopfgericht zubereiten. Allerdings war ich in Deutschland immer zu geizig, so viel Geld für einen neuen Römertopf auszugeben. Dieses Problem hat sich allerdings jetzt hier in Namibia von selbst gelöst, da meine Mutter einen tollen, großen Römertopf hat, den ich jetzt für köstliche, gesunde Römertopfgerichte benutzen kann. Alhamdulillah. Im Römertopf schmort das Gericht im eigenen Saft, viele Vitamine bleiben dadurch erhalten und ungesunde Öle braucht man gar nicht erst hinzugeben, denn man könnte theoretisch das Gericht fettfrei backen. Zuerst muss man den Römertopf allerdings wässern, das heißt man legt ihn mindestens eine halbe Stunde bis etwa 2 Stunden in kaltes Wasser, damit er die Flüssigkeit später an das Gargut abgeben kann und das Gericht im eigenen Saft vor sich hin schmoren kann. Dadurch bleiben viele Vitamine erhalten und das Ganze schmeckt einfach sehr viel besser, als wenn man es in einer normalen Auflaufform backen würde. Hier habe ich jetzt, wie wir gesehen haben, Karotten, Kartoffeln und Zwiebeln hinzugegeben und auch nochmal klein geschnittene Tomaten. Möglichst alles von Bio-Qualität. Dann werden wir jetzt noch hier Sellerie und Petersilie klein hacken und hinzugeben. Das habe ich hier jetzt schon getan. Also jeweils ein Bund Sellerie und ein Bund Petersilie klein gehackt. Das wird alles darüber jetzt verteilt. Das gibt dem Ganzen einen leckeren Geschmack und auch nochmal viele Vitamine, mashallah. Und dann habe ich hier jetzt noch Kokosfett hinzugegeben. Darauf könnte man verzichten, wenn man das möchte. Also man könnte theoretisch mit dem Römertopf fettfrei backen. Aber weil das Kokosfett so gesund ist, gebe ich das immer gerne zu meinen Speisen hinzu. Denn die mittelkettigen, gesättigten Fettsäuren des Kokosfetts sind entgegen der fälschlichen Ansicht vieler Menschen heute sogar sehr gesund. Das beweisen viele neue Studien. Mein Video zu den gesunden Fetten werde ich euch hier oben nochmal verlinken, inshallah. Jetzt kommen wir zu den Gewürzen. Und zwar habe ich hier jeweils einen Teelöffel Oregano. Das ist hier so ein scharfes Curry, so ein indisches Currypulver. Was ich hier benutzt habe, das passt sehr gut zu dem Fleisch, was wir noch später hinzugeben werden. Also diese Gewürze sind alle jetzt für das Fleisch. Dann haben wir hier Kurkuma, Himalaya-Salz fein gemahlen, Pfeffer, Thymian und Koriander. Von allem jeweils einen Teelöffel und das haben wir jetzt alles hier gründlich vermischt. Denn damit werde ich dann das Fleisch einreiben von beiden Seiten, also das Hähnchenfleisch, was wir hierfür benutzen werden für dieses Rezept. Und zwar habe ich hier für etwa 1 Kilogramm Hähnchenteile benutzt. Verschiedene Teile mit Knochen und ohne. Und wie gesagt, alles schön mit dieser Gewürzmischung von beiden Seiten eingerieben. Man könnte bei den Gewürzen natürlich variieren, aber ich fand diese Gewürzmischung sehr passend für das Hähnchenfleisch. Also Koriander sollte immer zu Fleisch gehören, finde ich. Und dieses leckere Currypulver hat auch gut dazu, passt. Kurkuma und Pfeffer gebe ich einfach wegen der Gesundheit und wegen der schönen Farbe fast zu jedem Gericht immer dazu. Oregano und Thymian passt auch dazu, finde ich. Das wird letztendlich trotzdem natürlich alles im Römertopf dann auch vermischt mit den ganzen Gemüsesorten, die ich selber jetzt nicht gewürzt hatte, aber die dann durch diese Gemüsebrühe und dem Tomatenmark genug an Würze erhalten. 1,5 Würfel Bio-Gemüsebrühe habe ich hier jetzt reingegeben und etwa 2 Esslöffel Tomatenmark in diesen Messbecher und das mit heißem Wasser dann aufgefüllt, also etwa 300 bis 400 Milliliter heißes Wasser habe ich dazu gegeben, alles gut vermischt und dann kommt diese Flüssigkeit letztendlich dann noch dazu in den Römertopf. Das sorgt für eine schöne Farbe, einen guten Geschmack und ordentlich viel Flüssigkeit, die wir am Ende brauchen, denn ich möchte gerne immer etwas Soße für meine Gerichte haben. Zwar lassen die einzelnen Zutaten hier nochmal sehr viel Wasser beim Backen, sodass man theoretisch keine Soße hinzugeben müsste, aber ich habe es immer gerne mit sehr viel Flüssigkeit. Hier habe ich jetzt noch eine Bio-Zitrone klein geschnitten in Scheiben und die auch noch dazu gegeben. Das gibt dem Ganzen auch nochmal einen schönen Geschmack. Und dann wird jetzt einfach das Ganze zugedeckt und kommt dann in den Ofen, und zwar in den kalten Ofen. Der darf nicht vorgeheizt sein. Das ist ganz wichtig, denn sonst könnte der Römertopf kaputt gehen. Ich habe den Ofen dann auf Umluft gestellt und die Temperatur ganz hoch erstmal geschaltet. Und dann bleibt dieser Römertopf mindestens 2 Stunden lang im Ofen. Sobald der Ofen dann richtig heiß ist, stelle ich natürlich dann die Temperatur nochmal runter auf zwischen 175 und 200 Grad Celsius. 1,5 Stunden lang wird dieses Gericht dann mit geschlossenem Deckel im Ofen gegart. Und die letzte halbe Stunde nimmt man dann den Deckel wieder ab. Wie man hier sieht, ist die Flüssigkeit sehr viel. Ich habe dann die Hälfte der Flüssigkeit herausgenommen und zur Seite gestellt, die ich dann später als Soße benutzt habe, damit das Gargut dann wirklich von allen Seiten schön knusprig und braun anbrutzeln konnte. Dabei habe ich dann die Fleischstücke immer wieder mal rausgenommen und gewendet, damit sie von beiden Seiten, also von wirklich allen Seiten, gleichmäßig schön
braun anbrutzeln konnten. Hier ist die Soße noch drinne, wie man sieht. Ich hatte das schon vorher einmal umgedreht, das Fleisch. Später hatte ich dann aber die Soße entfernt, damit nicht nur das Fleisch, sondern auch das Gemüse teilweise schön braun anbrutzeln konnte. Hier sehen wir das Ergebnis. So sieht das dann aus, wenn eben das meiste der Flüssigkeit entfernt wurde und Fleisch und Gemüse dann von allen Seiten schön braun anbrutzeln konnte. Das sieht dann eben sehr viel appetitlicher aus und schmeckt dann auch sehr viel besser, wenn eben jedes Stück schön von beiden Seiten Farbe bekommen kann. 1,5 Stunden braucht eben das Ganze, um wirklich gar und zart zu werden, und die letzte halbe Stunde braucht es eben, um eine schöne, knusprige Farbe zu bekommen. Man könnte dann dieses herrliche, relativ gesunde Ofengericht, dieses Römertopfgericht, zusammen mit Vollkornreis servieren, wie ich das jetzt hier gemacht habe. Aber wer jetzt keine Beilage dazu mag oder das Gericht einfach so alleine essen möchte, der gibt eben von Anfang an keine Flüssigkeit hinzu, wie ich das jetzt gemacht hatte, sondern lässt das Ganze einfach nur im eigenen Saft schmoren, und diese Flüssigkeit reicht dann aus, um das Ganze so allein zu essen. Aber ich mag es eben, wie gesagt, sehr gerne mit viel Soße, die wir jetzt hier, wie wir sehen, über den Reis gegeben haben, dazu dann die einzelnen Fleischteile und Gemüseteile hinzugegeben haben und es dann so verzehrt haben. Auf diese Weise ist es sehr viel ergiebiger, sehr viel mehr Personen könnten davon essen und satt werden, sodass sich die 2 Stunden im Ofen dann eher lohnen, weil das doch immerhin ziemlich viel Energie verbraucht. Ihr seht, wie lecker das Ganze aussieht, richtig köstlich, weil alles im Eigensaft geschmort hat. Es schmeckt so lecker, Mashallah. Ich kann euch also nur empfehlen, dieses herrliche Römertopfgericht genauso nachzubacken, zumal das ja auch noch relativ gesund ist, und es wird euch ganz bestimmt genauso lecker schmecken wie mir und meiner Mutter. Dann wünsche ich euch viel Erfolg beim Nachbacken, guten Appetit, vergesst nicht Bismillah zu sagen, und dann sehen wir uns inshallah wieder beim nächsten Video. Liebe Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.